Job, first starting appearance, first goal, first win, first player of the match. What do you make of your performance today? To be honest, I think it was really tidy. I think it had to be that way because it was honestly, it's that hot. You have to play the game much smarter. And I learned that really quickly in that game. You've got to move the ball quickly. Trying to run off the ball is probably the most important thing. Trying to move into space and then being disciplined out of possession. Yeah, but that was the main thing. It was probably quite tidy. But no, yeah, it was efficient in the end, and we got the job done. We got 3 points. It was only your second match with BVB. How well do you feel integrated already? Oh yeah. The lads are really helping me. I feel settled in already. So many players, young, old, English, German, all sorts. Yeah, I've been welcomed in really nicely to the club by the supporters. Also, today was a lovely occasion for me, and especially for my parents in the crowd. So yeah, amazing. And you mentioned the conditions. How exhausting was it today? Oh, so difficult, so difficult. That's why you've got to play the game smarter. You know, if you run everywhere trying to press, like I think we got caught, and especially myself got caught doing early on, then you can be punished because they are a good team and they showed that. So yeah, you have to play the game smarter, and then in possession you've got to keep the ball, move it quickly, like we did as the game went on. And we were a little bit sloppy at times, but we can learn from it. Yeah, it kickstarts our campaign, and you know, we got the win, which is most important. Felix, herzlichen Glückwunsch. 4:3 für den neutralen Zuschauer, sicherlich ein sehr unterhaltsames Spiel. Wie fällt das Fazit aus der BVB-Brille aus? Ja, wir wussten, dass es nicht ein einfaches Spiel sein würde, aber ja, wir haben nicht so gut angefangen. Dann wurden wir ein bisschen besser und ja, es ist nie einfach in so einer Hitze, aber ich glaube, da waren Momente, wo wir es sehr gut gemacht haben und natürlich auch Momente, wo wir es besser machen müssen. Aber am Ende sind wir einfach glücklich, dass wir gewonnen haben. Du hast das erste Tor in der BVB-Geschichte der FIFA Club WM erzielt. Beschreib doch nochmal, hast du ein bisschen drauf gelauert, dass der Ball da hinkommt, und wie wichtig war dieses Tor als direkte Antwort auf den Rückstand? Ja, ich wusste, dass der Torwart von denen sehr gut mit dem Ball ist und dass er immer Sachen probiert, also war ich einfach da und dann ja, war es eigentlich einfach mit dem Pass. Und ja, war wichtig, weil wir sind nicht so gut ins Spiel reingekommen, aber dann danach war es besser. Du hast die Hitze angesprochen, abschließend noch ganz kurz, wie war es da draußen, wie anstrengend? Ja, es ist schon sehr anders. Jeder Schritt ist irgendwie gefühlt 10-mal schwieriger, aber ja, wir müssen jetzt adaptieren und hoffentlich Spiel bei Spiel besser machen. Maxi, außergewöhnliche Bedingungen erfordern auch mal außergewöhnliche Maßnahmen. Ihr habt das erste Spiel in der Kabine verfolgt. Beschreibt doch mal, so, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie war es da? Wie sah es da aus? Ja, halt ganz normal, halt ein bisschen leer, ein bisschen ruhiger, weil alle angespannt waren. Aber ja, also wenn ich da 45 Minuten draußen sitze, dann sehe ich aus wie ein Hummer. Wie froh warst du dann? Das war ja, ich meine, die Bilder waren natürlich auch ungewöhnlich. Dann kommt ihr raus und guckt erstmal das Spiel unter einem ja, Regenschirm oder Sonnenschirm. Ja, wie gesagt, also wir können froh sein, dass wir so gut uns vorbereitet haben noch. Wir hatten noch so Kühlpacks für die Arme und wie gesagt den Sonnenschirm. Also das war schon sehr, sehr außergewöhnlich. Ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, wir schwitzen auch, aber wie wichtig ist das auch, dass ihr wirklich auch einen Staff um euch herum habt, die genau sowas im Blick haben, damit ihr in diesen Bedingungen, die halt extrem sind, trotzdem irgendwie so gut wie möglich performen könnt? Ja, wie gesagt, wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet, auch schon den Tag davor haben sie uns schon einen Plan reingeschickt, wie wir trinken sollen, dass wir sehr viel trinken sollen, dass wir früh schlafen gehen sollen, und wir trainieren ja in Miami, da ist ja auch nicht gerade kalt, deswegen also wir haben uns schon gut vorbereitet auf die Hitze. Ganz kurz noch ein kleines Spielfazit. Der Gegner, der ist halt so extreme Bedingungen einfach gewöhnt. Die kennen solche Hitze. Deswegen 4:3 am Ende gewonnen. Am Ende einfach, würde ich sagen, froh sein, ich sage nicht glücklich, aber sagen, es ist am Ende trotzdem gewonnen, Haken dran und weiter geht's. Genau, also das war jetzt einfach wichtig, dass wir gewinnen, dass wir also wir wollen den Gruppensieg, ist ja klar, dass wir vermeintlich, gegen wen können wir eigentlich spielen? Oder gegen Inter oder River Plate, glaube ich. Oder auch Urawa Diamonds, also da sind noch ein paar mögliche drin, aber die ersten Mal sind zwar die Favoriten. Will ich noch gar nicht so weit schauen, aber das war erstmal wichtig, dass wir hier gewinnen, ja, und dass wir jetzt gegen die Südkoreaner auch eine gute Leistung bringen.